damit wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Video, in dem wir uns mit dem Thema Steuerung des OpenCAR-Systems mit der Software Train Controller plus Street beschäftigen. Es ist ja schon eine Weile her, da habe ich euch diese hier kleine Platine hier vorgestellt vom OpenCAR-System. Und zwar handelt es sich hierbei um das sogenannte Power-Off-Modul bzw. Power-Off-Option. Was das Modul hier im Einzelnen bzw. im Detail macht, da habe ich ja schon mal ein separates Video drüber gemacht. Da möchte ich jetzt erstmal gar nicht näher drauf eingehen, also wie die funktioniert und so. Wer das wissen möchte, schaut euch einfach das Video an über das Power-Off-Modul. Den Link gibt es wie immer unten in der Videobeschreibung oder hier oben irgendwo im Eck blende ich euch das auch nochmal ein. Da könnt ihr euch das Video angucken und könnt gucken, wie das Teil im Detail funktioniert. Heute möchte ich euch vielmehr zeigen, wie können wir jetzt das Thema Power-Off in dem Train Controller integrieren. Heißt, dass das Fahrzeug an einer bestimmten Stelle in den Power-Off-Modus geht und erst nachdem ich es wieder aktivieren möchte, wieder reaktiviert wird. Bevor wir jetzt aber voll loslegen können und uns an den Train Controller setzen können und das ganze Thema programmieren können da drin, müssen wir auf unserem Testgelände erst noch eine kleine Voraussetzung schaffen. Denn das Reaktivieren dieser OpenCAR-Fahrzeuge, das habe ich euch ja auch in dem Video gezeigt über dieses Power-Off-Modul. Das geht ja hier unten, ich halte es mal so ins Bild, das geht ja hier über diese kleine optische Stoppstelle bzw. über den Fototransistor für die optische Stoppstelle. Und um das jetzt wieder zu reaktivieren zu können, brauchen wir natürlich hier auf meinem Testgelände, ich möchte das hier in diesem Block, möchte ich das hier umsetzen, benötigen wir natürlich hier erstmal noch eine kleine Infrarot-Sendediode. Ich habe die mal hier vorbereitet, also wirklich ein ganz winziges Teil. Ja, und die müssen wir natürlich erst noch hier verbauen, bevor wir das Ganze in der Software umsetzen können. Was jetzt natürlich als allererstes noch am allerwichtigsten ist, ja, ist natürlich, wir müssen natürlich wissen, wo kommt unser Fahrzeug im Endeffekt zum Stehen. Ja, wo hält unser Computer das Fahrzeug am Ende an? Ich habe das jetzt hier mal, habe ich mal einen kleinen Strich gemacht. Ich weiß nicht, ob man den auf dem Video genau erkennt, aber jedenfalls das ist die Stelle, wo unser Fahrzeug mit der Spitze, mit der Fahrzeugfront stehen bleibt. Und wenn ich jetzt hier mal mein Fahrzeug so hinstelle, heißt also, naja, das steht eher dann doch eher so irgendwie, ja, so wird es irgendwie stehen. Mit der Fahrzeugfront, genau, so wird es stehen. Und jetzt ist natürlich wichtig, dass sich unsere optische Stoppstelle, ja, auch hier in der Nähe von dem Fototransistor befindet. Weil es bringt mir nichts, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Stoppstelle hier einbaue. Ja, ich mache das mal anders da. Ich lege jetzt hier mal die Pinzette hin. Das heißt, ich baue hier meine optische Stoppstelle ein und mein Fahrzeug kommt hier zum Stehen. Das wird mir gar nichts bringen. Ja, weil dann werde ich das Fahrzeug nie mehr reaktiviert bekommen. Genauso blöd wäre es natürlich, ich habe hier meine optische Stoppstelle, ja, und mein Auto steht hier. Das wird auch nie funktionieren. Deshalb ist es halt wichtig zu wissen, als erstes mal, wo kommt mein Fahrzeug zum Stehen, in dem Fall hier, und wo ist dann mein Fototransistor in dem Moment. Heißt also, ich stelle jetzt das Fahrzeug nochmal schön hierher. So, und jetzt gucken wir einfach mal, ich lege das mal um. Und dann sehen wir, unser Fototransistor befindet sich hier. Ich halte das mal so hin. Der befindet sich hier, also wäre es, sag ich mal, irgendwo hier in dem Bereich, wäre jetzt eigentlich meine optische Stoppstelle am idealsten. Also halten wir noch mal fest, im Prinzip müsste jetzt eigentlich meine optische Stoppstelle in dieses Loch hier rein, eigentlich. Also ich lege mal mein Fahrzeug jetzt so hierher, verkehrt rum, und lege jetzt einfach mal weitere Fahrzeuge. Ich habe jetzt hier noch mal so einen Bus, habe ich jetzt hier mal noch, den lege ich mal noch hier dagegen und gucke, dass die jetzt vorne alle gleich, hier vorne die Schnauze alle gleich ist. So, und lege jetzt hier mal noch ein kleineres Auto dazu. So, das ist jetzt halt auch wichtig, wenn ihr eure Fahrzeuge umbaut
und eure Fototransistor, ja, für die optische Stoppstelle positioniert, die sollten halt immer, ja, je nach Möglichkeit natürlich, ja, sollte das immer der gleiche Abstand von der Fahrzeugfront zu diesem Fototransistor sein. Ja, wenn ich das jetzt hier einfach mal angucke, ich halte jetzt mal hier so den Meter hier in die Position, dann sieht man, bei dem Sprinter und bei dem Bus sind die eigentlich fluchtend. Nur bei dem Econic sitzt das ganze Teil halt ein Stück nach hinten, weil eben, ja, wenn ich die halt bei dem Fahrzeug hätte hier hin positionieren wollen, dann hätte ich sie direkt an die Lenkachse kleben müssen, ne? Und das wäre halt einfach nicht machbar gewesen. Deshalb habe ich sie beim Econic ein Stück nach hinten versetzt und ja, jetzt muss ich halt einfach einen Kompromiss finden. Aus diesem Grund nehme ich jetzt nochmal hier den Sprinter, mache mal das hier raus und setze den mal noch hier vorne hin und guck mal, wo der mit der Front, dass der mit der Front hier vorne an meiner Haltemarkierung steht, und lege jetzt das Fahrzeug mal um und dann sehe ich, ja, eben war ich mit meinem Econic hier, mit meinem Sprinter bin ich aber wesentlich weiter hier. Und jetzt habe ich halt die Qual der Wahl. Ich werde es jetzt so machen, ich werde jetzt mal meine optische Stoppstelle hier verbauen und werde einfach mal schauen, das sollte eigentlich reichen, dass ich quasi dieses Fahrzeug hier kriege, und der Econic sollte dann trotzdem noch reagieren, wenn quasi meine optische Stoppstelle hier sitzt. Das sollte reichen. Wenn das nicht funktioniert, dann werde ich hier einfach danach noch hier eine zweite verbauen. Das werden wir dann sehen. Also, dann bauen wir die LED auch gleich mal ein. Wie mache ich das Ganze jetzt? Ich muss die ja jetzt wirklich bündig hier oben mit der Fahrbahnoberfläche positionieren. Und dass das sauber funktioniert, nehme ich ein Stück Tesafilm und klebe den jetzt einfach hier oben über die Bohrung. So, damit habe ich es gegen oben, kann mir die schon mal nicht mehr zu weit rausrutschen. Jetzt nehme ich meine LED und schiebe die von hier hinten, das war mein Loch, und schiebe die in das Loch rein, solange bis ich einen Widerstand spüre. Jetzt weiß ich, meine LED ist weit genug oben, und zum Schluss nehme ich jetzt einfach noch so einen 2 mm, ja, ich glaube es sind 2 mm, dicken Kunststoffstab von Evergreen und schiebe den von hier hinten rein und tue quasi so meine LED oben bündig anbringen. So. Jetzt habe ich das nächste Problem. Eigentlich gehe ich jetzt her und mache hier einen Tropfen Sekundenkleber drauf, dass das Ganze hebt und immer rausrutschen kann. Das Problem ist, ich habe jetzt keinen Sekundenkleber offen und möchte jetzt nicht wegen dem Tropfen Sekundenkleber eine Flasche aufmachen. Deshalb werde ich das Ganze jetzt einfach mal mit so Alleskleber versuchen. Dazu werde ich jetzt einfach mal hier so einen Tropfen drauf machen. Schön, das ist nämlich richtig viel, was ich da drauf mache, und mal so ein bisschen hin und her spielen, dass sich das ganze Zeug hier reinarbeitet. So, jetzt werde ich das erstmal ein bisschen trocknen lassen. Nachdem wir jetzt die Infrarotdiode eingebaut haben, müssen wir diese natürlich auch noch anschließen, weil ohne Strom geht es halt mal nicht, ne? Im Prinzip ist das auch wieder das gleiche, wie ich euch schon des Öfteren gezeigt habe. Kabel dran, Widerstand etc. pp. Ja, da ist jetzt nichts groß Neues, deshalb werde ich das jetzt alles mal machen und danach nochmal kurz zeigen, wie ich das Ganze gemacht habe. Tada! Und hier ist das Ergebnis meiner Arbeit. Im Prinzip habe ich jetzt gleich nach der Diode wieder hier eine kleine Leiterplatte hingesetzt, habe meinen Widerstand drauf gebaut und habe hier die Kabel angelötet und habe die dann hier so verlegt. Jetzt wird sich einer fragen, wieso hat er die jetzt wieder einzeln verlegt, und dann wird man denken, ach, da war doch was mit Störspannungen und so weiter und pipapo. Da kann ich euch zum einen mal beruhigen, ich hätte natürlich auch problemlos das Kabel hier mit in den Strang von den Sensoren reinlegen können, weil die Leistung, die diese LEDs hier ziehen, die ist so gering, da wird nichts passieren. Aber warum habe ich das jetzt hier so einzeln verlegt? Naja, ich habe halt schon gewusst, ich will hier oben irgendwo meinen Decoder hinsetzen, und
Dann habe ich mir das hin und her überlegt und habe gedacht, naja, jetzt muss ich hier so und dann hier wieder zurück. Das ist auch nicht ganz so das Optimale. Dann habe ich gesagt, naja gut, dann mache ich das halt hier so einzeln. Stört hier nicht. Hier jetzt nochmal kurz von oben. Hier kommen meine Kabel hoch. Und dann, naja, ist ja klar, wir wollen ja unsere Diode über den Computer ein- und ausschalten. Das heißt also, wir brauchen irgendwie einen Decoder. Ja, weil vom Computer aus können wir halt nur DCC-Befehle raussenden. Und ja, da brauchen wir halt irgendwas, wo das dann dekodiert und uns die Diode ein- und ausschaltet. Habe ich mich hier für diesen Weich 2 Decoder vom digitalbahn.de entschieden, also vom Sven Brandt, da ich mir halt einfach gesagt habe, ja, die Decoder, die sind recht einfach vom Aufbau her, ähm, sind auch relativ preisgünstig. Ja, also die kriegt man entweder als Bausatz, beziehungsweise als man kriegt die Leiterplatte einzeln und kauft sich dann die Bauteile, lötet sie selbst zusammen. Mittlerweile kriegt man die auch schon vorbestückt. Ja, die sind also wirklich relativ einfach gehalten, haben nicht viel Firlefanz, ja, weil ich brauche hier auch nicht viel Firlefanz und tun einfach brav ihre Pflicht, was sie machen sollen. Ne? Deshalb finde ich die auch wirklich für diesen Anwendungsfall wirklich optimal geeignet. Ich werde jetzt auch nicht näher auf den Decoder hier eingehen, auch nicht, wie man den einstellt und so weiter, weil das hat jetzt hier eigentlich nichts in dem Video zu suchen. Ähm, Wenn euch diese Decoder näher interessieren, dann schreibt mir es einfach mal in die Kommentare. Dann gucke ich mal und mache mal noch so ein Video über diese digitalbahn.de Decoder vom Sven Brandt. Und was ich euch auch noch mal zeigen wollte, durch das, dass wir hier am Anfang diesen Streifen Tesafilm hier drüber geklebt haben, und wenn ich den jetzt wegmache, merkt man, meine optische Stoppstelle ist jetzt wirklich total bündig mit der Oberfläche. Und wenn dann später mal wenn das mal alles hier mit Straßenfarbe gestrichen wäre, dann würde man die auch, sage ich mal, eigentlich gar nicht mehr sehen. Dieses kleine Loch erkennt dann kein Mensch mehr in der Straße. Jetzt sind wir endlich so weit, dass wir unsere optische Stoppstelle, die wir ja zum Wiederaufwecken unseres Open-Car-Fahrzeuges nach dem Power-Off benötigen, im Drain-Controller hinterlegen können. Beziehungsweise, naja, einrichten können. Den Decoder hier oben habe ich schon mal adressmäßig eingestellt. Diesen habe ich jetzt auf die Adresse 9 eingestellt. Und dann gehen wir auch gleich hier in unseren Drain Controller. Ich habe den Drain Controller schon mal wieder gestartet und unser Testkreis hier geöffnet. Bin im Editiermodus, ganz wichtig. Und jetzt brauchen wir natürlich ein Zubehör. Um jetzt die optische Stoppstelle ausschalten zu können, benötigen wir hier einen Umschalter. So, und den werden wir jetzt einfach mal hier nebendran einfügen und jetzt konfigurieren. Dazu müssen wir natürlich wieder auf das Thema Auswahl umswitchen, nachdem wir ihn platziert haben. Und jetzt gehen wir her, machen einen Doppelklick wieder drauf. Wir kommen hier in das Menü. Als erstes werden wir hier wieder einen Namen hinterlegen. Sagen wir mal optische Stoppstelle Block 2. So. Einen eindeutigen Namen. Man könnte jetzt noch hier ein anderes Symbol hinterlegen, das lassen wir jetzt mal. Dann gehen wir natürlich hier wieder auf Anschluss. Hier müssen wir unser Digitalsystem auswählen. Das ist in diesem Falle wieder Lenz Digital Plus LAN. Und hier natürlich die Adresse eingeben. So, und da haben wir gesagt, Adresse 9. Und ja, das war es auch schon. Somit ist jetzt unsere optische Stoppstelle hier hinterlegt. Das werden wir jetzt auch einfach mal prüfen, ob diese auch wirklich funktioniert. Ich werde jetzt einfach mal unser Car-System-Auto irgendwo hier herstellen und werde das jetzt einfach mal manuell losfahren lassen und werde jetzt mal die Stoppstelle aktivieren und wir sehen, unser Fahrzeug hat angehalten. Der Regler ist nach wie vor offen.
Ja, also nicht der Train Controller hat jetzt das Fahrzeug angehalten, sondern die optische Stoppstelle. Klicke ich hier wieder drauf, fährt mein Fahrzeug wieder los, aktiviere ich die Stoppstelle wieder. Hält er wieder an nach einer Runde. So, soweit, so gut. Also unsere optische Stoppstelle funktioniert schon mal. Jetzt wollen wir ja aber natürlich nicht das Auto hier drüber anhalten, sondern wir wollen ja das Auto deaktivieren und nach einer gewissen Zeit wieder aufwecken. Nämlich über Power Off. Damit wir natürlich jetzt unser Fahrzeug an dieser Stelle hier in den Power Off versetzen können, ist es natürlich auch sehr wichtig, dass wir diesen Funktionsausgang, der das Fahrzeug über das Power Off Modul abschaltet, dass dieser natürlich auch bei unserem Fahrzeug in den Funktionen hinterlegt ist, weil sonst funktioniert es nicht. So, das habe ich eigentlich hier schon gemacht. Ich zeige euch das nochmal. Ich gehe nochmal kurz in den Editiermodus und gehe mal hier in meine Fahrzeugkonfiguration. Und hier habe ich bei Funktionen habe ich hier das Thema Power Off. Ja, ich habe da mir so ein Symbol ausgedacht. Ich hoffe, man sieht es mit so 3Z wie Snooze. Ja, habe ich mir da kreiert. Ich kann auch noch mal in die Bibliothek gehen, kann euch das vielleicht noch mal groß zeigen, dieses Symbol. Also hier sieht man es ein bisschen besser. So, das ist so ein Symbol mit so 3Z. Habe ich mir da kreiert. Und das ist für mich, bei mir alles immer Power Off. Ja. Und das habe ich hier drin quasi schon eingetragen bei meinem Fahrzeug und habe die Decoder-Funktion F8, was es Default ist. Ich lasse das meistens auch so, habe ich das hinterlegt. So. Und das ist halt wichtig, dass wir das gemacht haben. Bei jedem Auto, dass wir den Power-Off-Modus versetzen können, müssen wir natürlich so, wie wir Licht, Blinker und so weiter als Funktion hinterlegen, müssen wir auch das Thema Power-Off hier hinterlegen. So. Also, das haben wir getan und somit haben wir jetzt die Voraussetzungen, um unser Fahrzeug nach Ablauf einer Zugfahrt oder besser Autozugfahrt in den Power-Off-Modus versetzen zu können. Damit der Train Controller jetzt auch unser Fahrzeug im Automatikbetrieb in den Power-Off-Modus versetzen kann und vor dem Beginn einer neuen Autozugfahrt unser Fahrzeug wieder aufwecken kann, muss er natürlich einmal wissen, was muss er machen, wo muss er es machen und wann muss er es machen. Daher wechsle ich jetzt mal wieder in den Fahrdienstleiter und gehe hier in meine Autozugfahrten. Und ja, eigentlich könnte ich jetzt sagen, ja, ich nehme jetzt eine von den Autozugfahrten hier und mache das, aber nee, die sind wir da jetzt für das Ding will ich die jetzt nicht nehmen. Da haben wir ja andere Sachen schon drin gemacht. Deshalb erstelle ich jetzt eine neue Zugfahrt. So, und die wird gehen. Ich wähle meine Blöcke jetzt aus und sage, meine Zugfahrt geht eigentlich nur zwischen Block 2 und Block 3. Also es gibt sozusagen so eine Kreisfahrt. Und deshalb ist auch mein Block 2 mein Start- und mein Zielblock. So. Dann werden wir auch gleich hier mal wieder sagen, Name ist Block 2, Block 2. So, Regeln, Nachfolger haben wir keinen. Das hier, Startverzögerung machen wir auf 0. Und wir müssen noch die zwei Haken hier setzen. So, und Fahrstraßenauflösung dürfen wir nicht vergessen durch Belegtmelder. So. Dadurch haben wir jetzt hier alles hinterlegt und sagen erstmal okay. So. Jetzt haben wir mal noch mal eine Zugfahrt erstellt, eine Kreiszugfahrt. So. Jetzt wollen wir natürlich, dass am Ende dieser Zugfahrt unser Fahrzeug oder unsere Autozugfahrt
unser Fahrzeug in den Power-Off-Modus geht. Deshalb gehen wir jetzt auch wieder hier in unsere Zugfahrt rein und sagen am Ziel, hier am Ziel, ne, gehen wir rein und sagen in eine Liste. Ich will hier eine Operation, in dieser Zugfahrt will ich eine Operation am Ziel ausführen. So, da gehen wir rein in die Liste und sagen, nicht Systemoperationen, sondern Zugoperationen, in dem Fall halt Autooperationen. Ne? So, und jetzt sagen wir ganz einfach, jetzt suchen wir unsere Power-Off-Funktion, klicken hier einmal rein, Power-Off ein, dann gehen wir in Ablaufsteuerung, machen eine Verzögerung hinzu und gehen wieder in Zugoperationen und machen unsere Power-Off wieder rein. So, das ist erstmal so der Ablauf. Power-Off ein, Verzögerung, die konfigurieren wir jetzt, sag ich mal, auf 1 Sekunde. Hier steht es auch, immer aufpassen, Stunden, Stunden, Minuten, Minuten, Sekunden, Sekunden, Millisekunden. Millisekunden sind mir hier jetzt mal ein bisschen zu viel. Ich sage jetzt Millisekunden sind mir ein bisschen zu wenig, sorry. Ich sage jetzt 1 Sekunde. Soll er Power Off einschalten und danach tun wir das Ganze wieder ausschalten. So. Und somit haben wir jetzt hier unsere Ablaufsteuerung. Unsere Operation heißt am Ziel Power Off ein, Verzögerung 1 Sekunde, Power Off aus. Damit geht unser Fahrzeug jetzt schon mal in den Power Off. So. Und das können wir jetzt auch gleich mal austesten. Ich mache mal hier alles zu. So. Und jetzt schalte ich mal hier die Beleuchtung an unserem Fahrzeug ein, dann sehen wir das nämlich schön. Und wir starten hier mal unsere... Genau, so, jetzt müssen wir natürlich wieder aus dem Editiermodus raus. Und jetzt starten wir einfach mal unsere Autozugfahrt, die wir jetzt angelegt haben. Wir sehen, unser Fahrzeug fährt los, fährt hier den Kreis, fährt hier rein, hält an. So, Licht ist aus, Auto ist komplett tot. Ja, wir sehen das hier. Unser Licht ist hier noch an, unsere Beleuchtung. Ich kann hier den Fahrregler machen, das Auto reagiert nicht mehr. Heißt also, unser Fahrzeug ist stehen geblieben und er hat sofort nach Ablauf der Autozugfahrt hat er unser Fahrzeug in den Power-Off versetzt. Jetzt müssen wir natürlich unser Fahrzeug irgendwie wieder reaktivieren können, ne, weil ist jetzt im Power-Off. Wenn ich jetzt hier meine Zugfahrt wieder starte, ist es schön. Der Train Controller gibt Gas und macht alles, aber mein Auto reagiert hier nicht, weil es ist ja nicht eingeschaltet. Es ist ja aus, Power Off. Also müssen wir natürlich jetzt auch irgendwie was zu Beginn machen, dass unser Fahrzeug wieder aufwacht. Auch deshalb gehen wir wieder in den Editiermodus und jetzt gehen wir wieder in unsere Zugfahrt und sagen jetzt beim Start wollen wir jetzt eine Operation ausführen. Auch hier gehen wir wieder in das Thema Liste. Jetzt gehen wir natürlich nicht in Zugoperationen, sondern wir sagen Zubehör. Wo haben wir es? Zubehör. Und jetzt haben wir hier unsere optische Stoppstelle, Block 2. Die klicken wir hier wieder rein, gehen dann wieder in Ablaufsteuerung, sagen Verzögerung und sagen wieder Zubehör, optische Stoppstelle. So, jetzt müssen wir natürlich hier als erstes mal sagen, ich schalte das Ganze ein, dann mache ich eine Verzögerung. Ich denke mal, 1 Sekunde reicht auch hier wieder, um unser Fahrzeug aufzuwecken. Na, wir können auch 2 Sekunden, na 12 ist ein bisschen viel. Machen wir 2 Sekunden. Wir gehen mal auf 2 Sekunden. So, machen hier 2 Sekunden und dann schalten wir unsere optische Stoppstelle wieder aus. Das wäre jetzt am Anfang und jetzt haben wir hier noch die Liste und okay.
Speichern wir das Ganze noch mal kurz, gehen wieder aus dem Editiermodus raus und jetzt starten wir unsere Autozugfahrt erneut. Und voilà, unser Fahrzeug wurde aufgeweckt, ist losgefahren, ist jetzt wieder im Power Off. Ja, wir können hier jetzt wieder den Regler aufziehen und wieder runter machen. Passieren tut nichts. In dem Moment, wenn ich die Zugfahrt starte, die Autozugfahrt starte, wird mein Fahrzeug aufgeweckt. Es fährt die Runde. Danach, man kann das jetzt hier auch kurz sehen, geht meine Power Off wieder ein und jetzt ist mein Fahrzeug wieder im Power Off Modus. Schauen wir uns das Ganze jetzt mal noch mit unserem Sprinter an, ob das da auch so gut funktioniert. Dazu müssen wir natürlich den Econic hier rausschmeißen und den Sprinter hier reinsetzen. Und auch da machen wir mal erst wieder die Beleuchtung an, dass wir das Ganze ein bisschen besser sehen. Und dann lassen wir doch gleich mal den Sprinter losfahren. So, auch hier wieder am Blink angekommen in den Power Off. Dann starten wir unser Fahrzeug und wir sehen, es fährt einwandfrei wieder los. Am Ziel angekommen, Power Off, wieder gestartet. Und noch weil es so schön ist, machen wir es gerade nochmal. Voilà, so einfach ist es also, diese Power-Off-Funktion bei einer Computersteuerung in die Automatik zu integrieren. Ja, ist nur ein bisschen zusätzlicher, ja, wie soll ich sagen, Aufwand bei der Konfiguration, und beim Betrieb habe ich halt den Vorteil, dass mein Fahrzeug in der Zeit, wo es jetzt in einem Schattenbahnhof zum Beispiel steht und wartet, bis es wieder rausgeschickt wird, einfach keinen Strom verbraucht. Zum Abschluss noch eine kleine ja, Optimierungsmöglichkeit. Dazu gehe ich mal wieder in den Editiermodus, nochmal hier rein, gehe nochmal in meine Liste rein und hier haben wir ja momentan, sage ich mal, wir gehen hier in diese Liste rein. So. Hier haben wir momentan, sage ich mal, Power Off, Verzögerung, Power Off aus. So. Im Prinzip muss ich jetzt das in jeder Zugfahrt hinterlegen, die natürlich in dem Block hier endet. Und wenn ich mich da halt mal, kann ich mich halt auch relativ schnell mal verklicken, ja, oder kann auch mal relativ schnell mal was vergessen. Außerdem, warum soll ich jedes Mal hier drei einzelne Teile reinhämmern, ja, die immer wieder das gleiche machen? Daher gibt es die Möglichkeit, das Ganze als Makro anzulegen. Hier gehen wir einfach jetzt mal in Makros und sagen hier einfach neu. Jetzt heißt es hier Makro 3, gehen in Eigenschaften rein, geben dem Makro einen Namen, sagen zum Beispiel Auto Power Off. So, dann gehen wir in Operationen rein, sagen quasi Zugoperationen, suchen unsere Power Off Funktion raus. Ja, irgendwo muss es sein, da ist sie. So, sagen Ablaufsteuerung, Verzögerung, Zubehör, Zugoperationen.
Wo ist mein Ding? Power Off. Ändern das hier auf Ding und sagen hier Verzögerung, haben wir gesagt, 1 Sekunde. So. Jetzt haben wir das Ganze hier im Makro, diesen Ablauf hinterlegt. Ja. Und dann machen wir auf OK. Sagen auch hier wieder schließen. Und jetzt können wir hier bei der Operationsliste im Ziel, gibt es hier wieder das Thema Makros. So, jetzt können wir den ganzen Scheiß hier einfach mal wieder rausschmeißen. Und anstelle jetzt diese ganzen Operationen immer einzeln reinzuhämmern in jede Zugfahrt, können wir jetzt einfach hergehen, sagen Makros, Power Off und wir haben den kompletten Ablauf immer drin. Brauchen also nicht jedes Mal die 3 Teile anzulegen, sondern legen uns dieses Makro an und sagen einfach Power Off, Auto Power Off. So. Und jetzt wird jedes Mal diese komplette Liste abgearbeitet. Das wäre jetzt so die Optimierungsmöglichkeit. Natürlich kann ich auch das am Start mit diesem Thema hier machen. Da muss ich natürlich aufpassen, das ist natürlich jetzt blockgebunden, weil den Schalter, den gibt es halt nur einmal. Ja? Aber trotzdem kann ich mir natürlich für jede optische Stoppstelle, die ich habe, kann ich natürlich hergehen, kann auch hier ein Makro anlegen, kann sagen, Eigenschaft, sagen wir Auto, jetzt sagen wir Wake up, Block 2. So. Gehen hier in unsere Operationsliste rein, sagen Zubehör, optische Stoppstelle, Ablaufsteuerung, Verzögerung, wieder Zubehör, optische Stoppstelle. So, ändern das hier, sagen hier 2 Sekunden. Okay. Passt alles. Makro. Jetzt habe ich halt für diesen Wake Up in diesem Block das Makro angelegt. Und jetzt kann ich natürlich auch anstatt dieser ganzen Operationsliste hier einfach hergehen, sagen Makros, Auto Wake Up Block 2. So. Vorteil ist halt, wenn ich jetzt viele Zugautofahrten habe, die hier in diesem Block 2 beginnen, ja, muss ich nicht jedes Mal diese 3 Schritte reinklimpern jedes Mal und vergesse dann vielleicht irgendwas und dann wundere ich mich, warum es nicht funktioniert. Ich hinterlege einfach meine Makros. So, und dass das auch so funktioniert, zeige ich euch jetzt auch nochmal. Ich starte wieder meine Autozugfahrt. Ihr seht, das Fahrzeug macht genau das Gleiche. Es ist genau der gleiche Ablauf, bloß mit einem Makro. Ich muss halt bloß eins hinterlegen, ich weiß, mein Makro funktioniert und ich muss ja das Rad nicht jedes Mal neu erfinden. Damit sind wir jetzt auch schon wieder am Ende dieses heutigen Videos angelangt. Ich hoffe, auch dieses Video hat euch wieder gefallen. Ich konnte euch ein bisschen vermitteln, wie man das Thema Power Off in eine Computersteuerung integrieren kann. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne wieder hier diesen Daumen nach oben. Dann abonniert auch bitte weiterhin fleißig meinen Kanal. Ich freue mich jetzt wirklich riesig. Ich bin jetzt habe jetzt über 400 Abonnenten geschafft und da bin ich wirklich total happy und freue mich natürlich auch immer noch weiterhin über jeden weiteren Abonnenten. Ansonsten wünsche ich euch wieder eine gute Zeit und auch weiterhin kann ich nur eins sagen in der aktuellen Zeit: Bleibt oder werdet gesund und ich hoffe,
Wir sehen uns im nächsten Video wieder.